Ne, Menemen sehe ich wieder da, Sucuk mit Ei. Oh Leute, schaut das euch einfach mal an hier, ne? Es sieht... Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal, auf unserem Zweitkanal Big M TV, und heute geht es mal um Frühstück der Extraklasse. Wir schauen uns mal an, was NRW zu bieten hat und gucken dabei, ich sag mal so ein bisschen auf den Vergleich Türkei trifft auf Japan. Das erwartet euch in diesem Video, also seid gespannt und wir starten in Düsseldorf. Aber das Ganze könnt ihr schon mal vorab gesagt auch in Mönchengladbach und Köln erleben, und zwar bezieht sich das Ganze so ein bisschen auf Baklava und natürlich mehr. Dementsprechend starten wir mit Türkei. Wir haben jetzt einmal den lieben Mehmet von Ekimolu Baklava. Genau, haben wir jetzt hier am Start und starten damit. Mehmet, wir starten jetzt ein bisschen mit Baklava, Frühstück, ne, Türkei, Extraklasse in NRW. Was macht das Ganze hier so besonders? Das Ganze macht es besonders. Wir haben unser türkisches Frühstück, typisch türkisches Seltme-Frühstück nennt sich das, mit nach Deutschland gebracht, weil wir der Meinung sind, jeder sollte das Frühstück mal probieren. Wir sind selbst davon überzeugt, dass jedem das Frühstück gefallen wird, da die Vielfalt und die Kulinarität von dem türkischen Frühstück sehr groß ist. Und deswegen gibt es euch ja schon jetzt in Düsseldorf, in Köln und Mönchengladbach. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit mehr, quatschen nicht so viel. Die Leute wollen sehen, was du zu bieten hast. Wir gehen rein, let's go. Wir gehen rein, ne? So Leute, damit ist es soweit. Ihr seht, es ist mal wieder richtig schön eingerichtet, hergerichtet. Ne? Zuletzt hatten wir das, wenn ihr euch erinnern könnt, ansonsten checkt es im Nachhinein gerne mal ab. In Bielefeld, da hatten wir auch, ich sag mal, diese türkische Frühstücksplatte für zwei, die wirklich himmlisch aussah. Und so erinnert mich, und deswegen liebe ich einfach die türkische Küche und wollte euch das Ganze natürlich nicht wieder vorenthalten, dass es das Ganze mittlerweile auch in Düsseldorf, in Zukunft auch in Köln und natürlich in Mönchengladbach noch als Verkaufsshop gibt. Aber es geht ja gleich sogar noch mit Japan weiter. Deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, was hier wieder haben. Auf jeden Fall wieder viel. Ne, Menemen sehe ich wieder da, Sucuk mit Ei, diesmal sogar mit Pommes, türkischer Tee. Falls ihr euch wundert, wer fehlt denn hier, weil da doch noch ein zweiter Teller ist. Das Ganze ist, sag mal jetzt, hier so ein Frühstücksangebot für zwei. Ne, das heißt, wenn wir hinkommen, Frühstück für zwei, so ist ungefähr das Angebot. Selbstgemachtes Brot, ne, wie gesagt, da die Pommes, deswegen zweimal Tee, ne, schön türkischer Tee mit dabei, darf nicht fehlen. Und dann viel, ich sag mal, ein bisschen Antipasti, Nutella, was nicht fehlen darf, aber auch gebratenes. Und ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt. So, hat quasi Besteck hier drin. Das hat man mal rausgeholt. Ganz cool, ne? Mit einer Serviette so dabei. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den warmen Sachen an, bevor die kalt werden. Und das Sucuk mit Ei lacht mich schon so an hier. Nehmen uns davon direkt mal so ein richtig geiles, großes Stück. Richtig schönes Vollei. Ich meine, da kann man nicht viel machen, aber das Sucuk, ne, ich sag's jedes Mal, das gibt natürlich diese schöne Würze dazu, ne, mit dieser schönen Knoblauchwurst und dann dazu gar nicht zu krass im Olivenöl angebraten, ne, weil, ich sag mal, da hatten wir es zum Beispiel letztens in Bielefeld, da hat man so echt immer einen ganz großen Film gesehen. Hier ist es tatsächlich sehr dezent, obwohl der Geschmack immer noch da ist. Ne? Ein bisschen Petersilie oben drüber, schmeckt richtig gut. Könnte ich mich reinsetzen. Ne? Ich denke mal dann die ganze Zeit für unseren Hauptkanal müssen wir da vielleicht mal so eine Challenge machen mit Ei und Sucuk. Aber wir sind jetzt hier erstmal, um das Ganze zu testen auf unserem Zweitkanal und uns gut gehen zu lassen. Dann kommen wir zu Nummer 2, Menemen. Auch das darf natürlich in der türkischen Küche nicht fehlen. Auch hier nehmen wir uns mal ein Stück. Auch hier wieder, ne, richtig schön Menemen. Man sieht hier so unten, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so einen leichten Ölfilm, aber auch hier wieder gar nicht zu viel. Ne? Schön mit ein bisschen Petersilie, hat einen schönen Tomatengeschmack mit Zwiebeln dabei. Wie kann das nicht schmecken, sage ich mal in dem Sinne. Schmeckt auch richtig gut. Vor allem, ich sag mal, weil es halt auch wirklich, ich sag mal, würzig ist, ne, und das vor allem zum Frühstück. Ich meine, wer jetzt sowieso, ich sag mal, vielleicht auf herzhaft Frühstück steht, für den ist das sowieso dann, sage ich mal, die Nummer 1 im Gegensatz, ich sag mal, zum klassischen Brötchen. Aber wir haben noch eine Menge hier. Dann haben wir hier so eine schöne Paste. Erinnert mich, wenn ihr euch erinnern könnt, da hatten wir es zuletzt immer, ist ja auch in der türkischen Küche viel, diese verschiedenen Dips und Soßen, die man mit dem Brot nimmt. Und ich glaube, wisst ihr was? Da nehmen wir uns gleich hier, oh, schönes Fladenbrot. Ah, es riecht schon sehr weich, frisch. Direkt mal mit so einem Dip da rein. Oh, schaut mal, wie es aussieht. Schön fett. Und das ist, sage ich mal, definitiv für die Leute, die, ich sag mal, ein bisschen schärfer mögen. Es schmeckt richtig scharf. Auch hier sehe ich da mal so ein bisschen Paprika wieder mit dabei. Ich glaube, es ist Tomaten mit dabei. Und irgendeine Schärfe. Ich habe tatsächlich jetzt mal nachgefragt. Aubergine, Käse mit dabei tatsächlich noch. Und ich sag mal, Gewürz. Und deswegen halt die Schärfe. Und tatsächlich haben wir, deswegen habe ich direkt nochmal nachgefragt, den nächsten Dip. Auch hier, der ist quasi mit einer Joghurt-Variante. Auch da würde ich sagen, nehmen wir jetzt das andere Stück Brot. Und da dippen wir auch mal wieder schön rein. Oh, schaut euch mal an, wie fett das ist. Muss so sein, rein da. Ist natürlich direkt viel kräftiger. Ich würde tatsächlich sagen, da könnten auch noch, also sind definitiv auch wieder Auberginen drin, Paprika sieht man. Und ich sag mal, durch diesen Joghurtgeschmack schmeckt es natürlich ein bisschen milder, aber auch kräftiger, muss ich sagen. Ne? Das ist definitiv, denke ich mal, hier so für die milderen Fans was. Und dann, ja,
teste ich mich mal so ein bisschen durch die Antipasti bzw. die Pommes. Die testen wir nochmal zusammen. Nimm mal hier eine Pommes. Die Pommes, muss ich sagen, sind okay. Die haben so, ich sag mal, dieses rote Pommesgewürz, ne, wenn man es kennt. Schmecken jetzt, sind ein bisschen dicker, waren jetzt auch gar nicht so kross. Sind von innen noch ein bisschen weich, würde ich jetzt sagen, ist okay. Ne, schmecken, ich sag mal, auch jetzt hier wieder, wie ich es oftmals dann sage, wenn sie okay sind oder mich erinnern, auch von der Dicke und wie sie geschnitten sind, so an klassische Imbiss-Pommes, wenn man sie kennt, wenn sie ein bisschen dicker sind. Schmeckt okay, gibt's nichts, aber wäre jetzt nicht so, ich sag mal, das Hauptaugenmerk, was ich jetzt hier aufs Frühstück legen würde. Das Brot, richtig, richtig frisch, man schmeckt auf jeden Fall. Ich sag mal, dass es selbst gebacken ist, beziehungsweise heute Morgen auch noch frisch ist, weil es halt, ich sag mal, auch so weich ist. Und ich liebe einfach das Fladenbrot, auch aus der türkischen Küche. Ne? Also richtig, richtig gut. Ich würde sagen, die Antipasti, wie was auch wie Nüsse, die sind zum Beispiel eingelegt jeden Morgen, beziehungsweise einen Tag vorher in Wasser. Und auch den Tee, das werde ich gleich ein bisschen separat probieren, denn wie Nutella schmeckt oder so, das brauche ich euch wahrscheinlich nie erzählen, oder frische Gurken. Aber wir haben noch, was ich hier gesehen habe, 3 verschiedene Dips, die testen wir nochmal zusammen. Probiert den ersten. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt ihr diesen roten Krautsalat mit Sahne, sage ich mal, wie er so oft mal auf Döner ist und dann so richtig schön saftig? Genauso könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Genauso vom Geschmack her ist das. Mittlerweile wird es auch voll hier, merke ich gerade. Deswegen lassen wir uns weiter gut gehen. Wenn wir ein paar Zuschauer haben, probieren wir den nächsten Dip. Oh, der riecht so nach Sellerie-Dip. Oh ja, so ein Sellerie-Dip mit, könnte auch wieder Käse sein. Auch hier gehen wir rein. Also hier ist es definitiv, sage ich mal, der Sellerie-Dip, ne? Der, ich sag mal, jetzt nicht 100% meinen Geschmack trifft. Da trifft es auf jeden Fall, ich sag mal, hier mit diesem in Anführungsstrichen Krautsalat mit ein bisschen Joghurtsahne, der in dem Fall oft auch, wie ich ihn halt auf Döner so ungefähr kenne. Aber wir haben noch hier so einen letzten, ich riech mal. Ich dachte, es wäre so rote Beete. Ist es aber, glaube ich, nicht. Unser letztes Stück Brot hierfür ist tatsächlich, würde ich sagen, rote Beete. Hätte ich jetzt gar nicht vom Geruch her gedacht. Ist aber tatsächlich rote Beete, auch hier natürlich mit ein bisschen Joghurtsahne angerichtet. Schmeckt aber auch für mich richtig, richtig gut. Ne? Also die beiden werden definitiv mein Highlight. Wie gesagt, wir haben jetzt hier noch Walnüsse, Antipasti, Mozzarella mit Tomaten, Oliven, dann wie gesagt frische Orangen, Nutella, Tomaten, Gurken, hier ein bisschen Butter. Dann wie gesagt auch immer gebraten, was bei der türkischen Küche nicht fehlen darf, ein bisschen Wurst, aber natürlich auch klassisch Aubergine gebraten. Ne? Und natürlich auch hier so eine Zucchini, Paprika. Ich würde sagen, ich teste das eine oder andere noch. Falls mich was richtig, richtig umhaut, sage ich euch nochmal Bescheid. Ansonsten hören wir uns gleich mit einem kleinen Feedback und natürlich mit Station 2 wieder. Damit haben wir unser herzhaftes Frühstück mehr als nur genossen. Was ich definitiv auch noch empfehlen kann, sind wirklich diese gebratenen Sachen. Ne? Also diese Aubergine, Zucchini und alles, was damit immer gebraten ist. Ich liebe es einfach, ne? Weil ich meine, was schmeckt nicht gebraten? Ich glaube, das höhere Step wäre nur noch frittiert. Wobei das oftmals dann auch den Geschmack wegnimmt. Aber Frühstück war super, Menemen, Sucuk. Ich liebe einfach die türkische Küche. Aber was natürlich hier nicht fehlen darf, wofür das Ganze auch steht. Ich meine, ihr habt ja auch zwischendurch die Eindrücke gesehen oder blende ich euch nochmal ein. Eine Kuchen kann man sich hier quasi fertig machen. Für Hochzeiten gibt es hier zum Mitnehmen. Aber noch viele andere Sachen und wofür das Ganze natürlich auch steht, ist natürlich klassisch Baklava, gibt es in verschiedenen, ich sag mal, Variationen, Varianten. Und jetzt hier sage ich, haben wir natürlich noch zum kleinen Dessert, so nennt sich das Ganze auch so ein bisschen Desserterie, ne, wie man es so nimmt, Frühstücksbuffet, Kaffee. Ne. Aber wie gesagt, Baklava darf nicht fehlen und das Ganze probieren wir jetzt nochmal zum Abschluss. Und für unsere Verhältnisse auf dem Kanal benehmen wir uns mal, schneiden mal schön vorne ein Stück ab. Und ich liebe das ja, ne? Also ich liebe Baklava sowieso. Aber kennt ihr das? Wenn es so knistert und dann noch so richtig, richtig schön weich ist. Mit Pistazie, wie es aussieht. Ich glaube, es wird himmlisch. Ich könnte mich in Baklava reinlegen, ne? Die können froh sein, dass man davon in vielen Massen da ist. Ansonsten wird man das Ganze hier, glaube ich, leer snacken. Es schmeckt einfach super, ne? Schön weich. Man sieht es vielleicht auch hier, ne? Immer natürlich diese Fettglasur, also das muss man schon sagen, ne? Ist natürlich sehr, sehr mächtig. Aber wie gesagt, mit dem Pistazie, der Blätterteig dazu, es schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Dazu fürs Auge, türkischer Tee darf nicht fehlen. Wie gesagt, das letzte lasse ich mir gut hin. Also meiner Meinung nach, nach Ramadan gibt es das Ganze erst als Frühstück in Köln. Kann ich euch darauf hinweisen. Das heißt, ihr Kölner, beziehungsweise alle Kölner müssen noch drauf warten. Die können sich aber auf den nächsten Spot freuen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Düsseldorf, ne? Super, super Frühstücksspot, super türkisch frühstücken. Und dazu kann man, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch für Hochzeiten Torten und natürlich ordentlich Baklava hier sich genehmigen. Trinken noch einen türkischen Tee. Und ich würde sagen, danach sehen wir uns in Köln mit dem nächsten Spot und dem Japan-Flair wieder.
Damit reisen wir einmal nach Köln, genauer gesagt zu Farang Coffee, das sich in Köln auf der Aachener Straße 51 befindet. Warum sind wir hier? Ganz einfach. Soufflé Pancakes aus Japan. Mittlerweile ein Trend, wenn ihr euch erinnern könnt, den Kanal schon länger verfolgt, waren wir auch in Düsseldorf letztes Jahr im Rahmen der Neueröffnung schon bei Bunny die einzigartigen japanischen Soufflés, die auch Influencer wie Abu Goku überrascht haben und deutschlandweit mittlerweile Beliebtheit gefunden haben. Deswegen sind wir hier. Mal schauen also, ob die Bilder auch dem Ganzen nachkommen, wie es letztendlich schmeckt. Und ich wünsche euch jetzt nochmal viel Spaß mit den letzten Eindrücken. Station Nummer 2, Leute, und damit sind wir bei Farang. Jetzt ist es soweit und nachdem wir gerade, ich sag mal, die türkische Küche, das türkische Flair haben, treffen wir jetzt auf die, ich sag mal, japanische Küche, wobei es eher, ich sag mal, der japanische Trend aktuell ist, denn ihr könnt es sehen, aktuell spricht man natürlich sehr, sehr viel von diesen japanischen Soufflé-Pancakes und ihr seht, auch diese haben wir hier, ne? Das Ganze, ich sag mal so, schön fürs Auge, aber soll wohl auch, ich sag mal, was das Pancake angeht, so mit der geschmackvollste Beste sein und das mit schön Pistazien. Passt natürlich aktuell zum Trend, einmal die Soufflé-Pancakes und natürlich Pistazie durch den Dubai-Style oder so. Hab gehört, aber auch Oreo soll ganz gut schmecken. Aber wir haben jetzt hier, wie gesagt, einmal Pistachio Matcha Heaven, so nennt sich der. Typisch, ne, wie man sieht, Pistaziencreme, gehackte Pistazien dazu, ein bisschen, ich sag mal hier, ne, Blaubeeren dazu und halt die Banane. Und dann haben wir hier, dafür steht eigentlich so das Ganze, ne, seit 2 Jahren auf jeden Fall, seitdem es das Ganze gibt, die sogenannte Brotzeit, also das Frühstück, was es auch hier, ich sag mal, von 9 bis 14 Uhr gibt. Und das ist das sogenannte Avocado Tomato. Ist ein Sauerteigbrot, ne, was noch gegrillt wird, ne, und ihr seht es auch hier, dazu haben wir, wie ich es eben bereits erwähnt habe, hausgemachtes Tomatenpüree, was hier halt oben drüber ist, ne, mit Knoblauch. Deswegen sollte es eigentlich auch für uns richtig, richtig gut schmecken. Dazu pochiertes Ei, eine Avocado oben drüber, schön ein bisschen, ich sag mal, Salat dazu mit Tomaten, ich glaube Basilikum über ein bisschen drüber, fürs Auge. Sieht schon richtig, richtig geil aus. Und ich hoffe, dass ich sag mal, die Brotzeit, das Brotfrühstück hier bei Farang auf, ich sag mal, den japanischen Trend, japanischen Flair trifft. Und dann schauen wir mal, wie vorhin, ob uns das Ganze hier genauso gut schmeckt. Auch hier, ne, kann man sich Besteck, ich sag mal, wahlweise nehmen, bekommt man direkt mit dazu. Auch so ein richtig, richtig schönes Brotmesser, wenn es schon so richtig knusprig ist. Und ich würde sagen, wir gehen zuerst mal ins Brot rein. Haben dazu jetzt noch einen schönen Kaffee bekommen. Übrigens habe ich gesehen, ich meine, es ist dienstags, gibt es hier Coffee All You Can Drink für 6 Euro. Nur mal nice to know. Also ich glaube, da würde ich mich hier 3 Stunden definitiv mit Koffein und entkoffinierten gibt es nämlich hier auch definitiv gut gehen lassen. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter mit unserem Brot. So sieht es aus. Ist wirklich sehr, sehr mächtig. Ne? Ich würde sagen, wir nehmen gleich ein bisschen Ei dazu. Dann lassen wir nämlich schön so ein bisschen Eigelb mit drüber laufen und dann probieren wir das Ganze. Was soll ich euch sagen, Leute? Absolut himmlisch, ne? Schönes Sauerteigbrot dazu. Ich zeige es euch einfach nochmal. Ne? Schön das Ei, das pochierte Ei, was hier dazu verlaufen ist, ne? Mit dem Eigelb. Und ich liebe halt wirklich, ich sag mal, diese Tomatencreme mit dazu. Und Knoblauch muss man dann natürlich an dieser Stelle mögen. Auch Avocado. Aber mein Geschmack trifft es definitiv genau, ne? Weil ich sag mal, diese Avocado verleiht natürlich noch mal zusätzliche Creme neben dieser Tomaten-Knoblauch-Soße, Creme, sage ich mal. Dazu das Ei. Also es ist schon, es passt halt perfekt, weil ich sag mal auch dieses Sauerteigbrot gegrillt ist, ne? Und dann diese 3 verschiedenen, sage ich mal, Cremes mit dem Ei, auch nochmal flüssig mit dem Eigelb, wenn man es laufen lässt. Schmeckt richtig gut. Aber wir kommen jetzt zum kleinen Highlight, sage ich mal, wofür wir heute hier sind. Und dazu nehmen wir uns extra neues Besteck. Dann kommen wir nämlich zu unserem schönen Pistazien-Pancake. Oh, es sieht schon wirklich geil aus, ne? Aber Leute, schaut das euch einfach mal an hier, ne? Es sieht so fluffig aus, wie so Wölkchen, sage ich mal, ne? So kommt es mir auf jeden Fall vor. Und mit der Pistaziencreme. Das riecht schon zu gut eigentlich, um reinzubeißen, beziehungsweise genauso gut, um reinzubeißen. Wir nehmen uns auch hier mal ein Stück. Auch hier probieren wir es jetzt erstmal, würde ich sagen, ohne Banane. Und genau deswegen sind wir hingekommen. Oh, ist das himmlisch, ne? Also es ist wirklich, ich sag mal, ein Traum von Pancake, weil es so weich ist, ne? Es ist natürlich richtig, richtig hochgekommen und der Teig, das muss man natürlich sagen, wird natürlich frisch gemacht. Das Einzige, was man sagen muss, man muss ein bisschen länger warten, weil er komplett frisch gemacht wird. Also es ist jetzt nicht so, dass er, ich sag mal, jeden Tag oder jeden Morgen quasi schon fertig gemacht wird, sondern man kommt hier hin, dann wird halt gesagt, es kann ein bisschen dauern. Auch hier hat es jetzt so um die 20 Minuten gedauert, bis ich sag mal, der Pancake fertig war und dann wird er komplett frisch gemacht. Klar, 1, 2 Sachen werden vorbereitet, aber ansonsten ist das Ding komplett frisch.
und es schmeckt himmlisch. Also es schmeckt wirklich so, ich sag mal, wie diese Soufflés, sag ich mal, die wir jetzt auch schon mal in Düsseldorf bei Bunny getestet haben. Auch da gibt es ja mal den Trend oder richtig viele, die schon da gewesen sind. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal, ich sag mal, diese japanischen Pancake-Soufflés gegessen habt. Absolute Empfehlung, also kann ich nur mal empfehlen, das Ganze zu probieren. Ist für mich nochmal, was jetzt so das Pancake-Level angeht, einfach Next Level. Weil es so fluffig halt einfach ist. Ne? Schmeckt richtig gut. Probiert jetzt gleich nochmal, ich sag mal, die Variante mit ein bisschen Banane, Heidelbeeren und definitiv noch das ein oder andere Stück Brot. Und dann sehen wir uns gleich, nachdem ich auch den Kaffee genossen habe, mit einem kleinen Tagesabschlussfeedback natürlich wieder. Damit kommen wir langsam zum Abschluss des Videos und ich sage euch ehrlich, ich habe mir nochmal einen Kaffee gegönnt, weil er wirklich so gut geschmeckt hat und ich sag mal hier die Flatrate von 9 bis 12 Uhr, die haben wir jetzt nicht ganz mitbekommen, ist gerade vorbei, vor allem gibt es ja auch nur Dienstag bis Donnerstag, aber trotzdem hat der Kaffee richtig gut geschmeckt, genauso wie das Essen und ich sage euch ehrlich, wenn wir vorhin mal, ich sag mal jetzt, ne, Düsseldorf, Köln, ne, Baklava, türkisch Frühstück vergleichen, was ich sag mal auch für groß viele Personen ist das Ganze hier sehr klein, ich sag mal klein, aber fein dezenter so, ne? Man hat hier, ich sag mal, echt diese Möglichkeit, das Ganze auch mittlerweile nach Hause bestellen zu lassen, also Takeaway. Bezahlt man sogar 2 Euro weniger, weil ich sag mal, der kleine Salat da ein bisschen da weniger ist jetzt auf den Broten. Aber auch die Pancakes nach Hause, wie gesagt, kann nur ein bisschen was dauern. Finde ich trotzdem super smart, dass man das Ganze auch zu Hause genießen kann. Wobei ich glaube, frisch und hier mit dieser schönen kleinen Kaffee-Atmosphäre lässt sich das, glaube ich, umso besser gut gehen. WLAN kriegt man ja auch, also ich merke auch ein paar hier arbeiten dann nebenbei und so. Deswegen sind wir mal nicht so laut und machen das Ganze auch kurz und knapp. Top-Empfehlung auch hier, Farang, muss man tatsächlich sagen, wie vorhin auch, beide Spots, wo ich sage, ey, kann man sich beides mal gönnen. Das eine, ich sag mal, mit einem schönen ausgewogenen Frühstück in türkischer Art und jetzt hier, sage ich mal, bei Farang sogar mit einem japanischen Flair-Style auf diese schönen japanischen Soufflé-Pancakes. Muss man meiner Meinung nach einfach mal probieren und checkt dann gerne beide Spots ab. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung, genauso wie hier einmal. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich genieße jetzt hier wie noch meinen nächsten Kaffee. Wird ein bisschen wibbelig und wenn ihr gerne den Hauptkanal Big M oder jetzt auch, wo wir heute sind, Big M TV, unseren Zweitkanal abgecheckt habt, abonniert habt und auch gerne auf diesem Video ein Like da lasst, sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder, egal auf welchem Kanal. Macht's gut, bis dann. Liebe Grüße noch aus Köln. Ciao.